Frühlingserwachen an der Mosel. Wandern, Spaß und gute Laune. Nie wieder drehe ich mit euch. Ein lustiger Tag heute hier. Der wird doch lustig. Einer, der vor 1700 Jahren schon wusste, wie schön es an der Mosel ist, ist der Römer Ausonius. Und der hat auch ein Gedicht geschrieben über die Mosel. Und egal, wo man als Wanderer auf dem Moselsteig beginnt, man findet immer wieder nette Menschen, spannende Geschichten und wunderschöne Landschaften. Der Moselsteig führt über 24 Etappen von Perl bis Koblenz. 365 Kilometer warten darauf, vom konditionsstarken Wanderer begangen zu werden. Da wir nur eine Woche zur Verfügung haben, haben wir uns für einen Teil der Mittelmosel entschieden, der sich durch die vielen Moselschleifen und die steilen Weinberge auszeichnet. Es geht von Neumagen-Dhron über Kästen Richtung Bernkastel-Kues und weiter über Ürzig nach Traben-Trarbach bis Reil, also die Etappen 9 bis 13 des Moselsteigs. Steine spielen auf dieser Expedition immer wieder mal eine Rolle. Boah, zweimal! Etappe 9 von Neumagen-Dhron nach Kästen erfordert gleich mal ordentlich Kondition. Das Besondere am Moselsteig ist, dass man eher selten unten am Fluss entlang wandert, sondern meistens hier oben in den Steilhängen. Und dann hat man natürlich eine ganz tolle Perspektive. Wenige hundert Meter weiter gibt es den ersten atemberaubenden Ausblick auf die Moselschleife bei Piesport. Und an der Piesporter Hütte treffe ich auf den ersten Moselsteig-Wanderer. Morgen! Morgen. Sind Sie auch auf dem Moselsteig unterwegs? Ich bin auf dem Moselsteig. Dann bin ich ja noch richtig. Ich bin froh. Ja, das ist jetzt hier einer der schönsten Punkte mit für heute. Ja? Ja. Und wo gehen Sie noch hin heute? Heute bis über den Buckel dann noch rüber. Ja, also einfach die Etappe. Die ganz normalen Etappen heute. Ja, und Monzelgleis, glaube ich. Das. ja. Und wo sind Sie her? Ich wohne im Allgäu. Im Allgäu? Ja. Okay, das ist ja dann hier auch hügelig, aber im Allgäu ist ja auch super zum Wandern, ne? Das Allgäu ist wunderschön zum Wandern, aber es ist jetzt die Jahreszeit. Skifahren ist zu Ende und Wandern hat noch nicht begonnen. Ah, okay. Also Mosel ist für Sie jetzt gerade perfekt zum Wandern. Es ist ideal, weil die Baumblüte fängt an. Das erste Grün kommt und der Vorteil ist um die Jahreszeit auf dem Moselsteig, man kann auch nach unten schauen, weil die Blätter noch nicht Ja. so dicht sind. Etwas später sieht man die Mosel eigentlich ja nicht mehr, nur noch an den Aussichtspunkten. Okay, ja, super Jahreszeit eigentlich dafür, ne? Ja. Was ist Ihr Ziel? Wo wollen Sie noch hin? Also bis nach Koblenz? Nein, bis Traben-Trarbach. Ich bin dann Okay. 14 Tage unterwegs und den zweiten Teil habe ich mir für Herbst aufgehoben. Ah, okay, also dann von Traben-Trarbach nach Koblenz im Herbst. Herbst, ja. Das ist ein richtig schönes Abenteuer. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß. Danke. Ja. Für uns geht es jetzt erstmal hinunter an die Mosel, denn genau dort sind wir zu einem Spiel eingeladen, das selbst die Einheimischen kaum mehr kennen. Ei! Oi! Das ist natürlich optimal. So, Hallo Ali. hallo, salut. Salü, ihr habt hier ein Spiel, das habe ich noch nie gesehen. Ja, Fletschert. Fletschert? Ja, Fletschert. Früher haben wir das so über die Mosel mit den Schiefersteinen und dann hüpft das ja. So, das ist ne? das, was man so macht. Ja, das genau. habe ich auch gemacht. Ja, Aber okay. daraus ist dann so im 19. Jahrhundert rum ist dann hier dieses Fletschert-Spiel entwickelt worden. Und zwar, dass man da auf so eine Brücke da wirft, das nennt man Brücke, ähnlich wie Buhl, ja. Ah, das ist quasi Buhl, nur mit kaputten Kugeln. Oder Das muss mit man so flach gedrückten Kugeln. Ja. Früher hatte man dann einfach Schieferplatten und die waren dann
nicht gleich. Aus ja? dem Weinberg quasi. Aus dem direkt, ja. Weinberg. Und die waren nicht gleich. Da hatte jeder eine bisschen schwerer oder kleiner. Und seitdem es die Bahn hier gibt, da hat man dann die Eisenplatten von der Bahn entwendet und hat damit gespielt. Und ich habe dann daraus diese Platten gemacht. Kannst mal anfassen, Entwendet? die sind schwer. Die sind schwer. Ne? Das ist ja schwerer als so eine Buhlkugel. Aber massiv. Das macht's ja aus. Die Buhlkugeln sind ja so leicht. Ja. Und hier brauchst du Kraft und genau zielen, weil die laufen nicht weg, die springen. Die legen sich auch drauf. Ne? Ah, okay. Das ist schon ein bisschen anderes Spiel. Völlig anders. Du musst eine andere Taktik anwenden. Seid ihr spielt heute gleich eine Runde? Ich spiele nun mit, würde ich sagen, oder? Wenn du möchtest. Ja, gerne. Und nicht über den Balken, ja, bitte. Wow, wow, super. Also hast du schon ganz Habt ihr gut das gesehen? gemacht. Ja, das war super. Für das erste Mal also. Darfst extra ein Glas Sondertrinken. Okay, wo ist ein Getränk für mich? Okay, komm, ich bin jetzt dabei. Also jetzt bin ich richtig angefixt. Ich habe Lust, das Spiel zu spielen und Zielwasser zu trinken. Und Goldtröpfchen Zielwasser. Goldtröpfchen Zielwasser. Hier hast du was. Guck mal hier. Unser. Ah, guck mal. Wo ist denn dein Glas? Oh, da kann Ali. ich auch noch holen. So. Vera gibt alles. Komm. Ja! Gut. Ja! Gibt's denn Super nicht? Wurf. Ja, Ali, was mach ich jetzt? 5. Katastrophe. So, hol die 4 weg. Hol die 4 weg. So, gut. Dann kommen wir hinten raus. Damit die sich nicht. So. Prost! Zurück auf den Moselsteig, vorbei am Schild des berühmtesten Peaceporter Weines, dem Goldtröpfchen. Auf der kleinen Baumelbank lassen wir Beine und Seele einfach mal baumeln. Wir verlassen kurz den Moselsteig und machen einen Abstecher zur berühmten Mosellorelei. Die Moselschleife Mienheim kürzen wir ab und marschieren direkt weiter Richtung Kästen. Denn dort habe ich heute noch eine Verabredung mit Leuten, die ein ganz spezielles Hobby haben. Aber vorher führt uns der Weg noch an einem alten römischen Sauerbrunnen vorbei. Aus der Quelle soll der Legende nach schon Julius Caesar getrunken haben. Mal sehen, wie es schmeckt. Schmeckt, als würdest du einen rostigen Nagel abschlecken. Oh, aber hoffentlich hilft es bei der Verdauung. Oh, Julius, das ist keine gute Idee gewesen. In den Weinbergen von Kästen treffe ich nun auf die Moselbienchen. Brummen tun sie schon mal ordentlich. Wie süß. Hi. Hallo. Gott, sehen die alle schnuckelig aus. Ja. Also wie so nicht ganz fertige Autos. Nee, Voll schön. Wann hast du denn deine Liebe entdeckt für die Ape? auch schon in der Kindheit. Ja? Ja, durch die ganzen Italienurlaube. Ja, ich wollte immer schon so eine Ape haben. Und ja. wie oft fahrt ihr damit raus? Ui, in der Saison 4-5 Mal im Monat. Oh ja, Ja. okay. Werden mittlerweile eingeladen, wo wir angerufen werden oder angeschrieben. Ja, ob wir Lust haben, vorbeizukommen an irgendwelchen Festchen. Oder ja. Also gerade hier für die Weinberge ist es super, ne? Ja, vor allem haben wir ja viele tolle Plätze hier, wo wir anhalten können, Picknick machen können. Und das lieben wir halt, ja. Ja.
Aber so zu zweit sitzen ist schwierig, ne? Doch, das kriegen wir hin. Ja. Wenn du willst, können wir nachher mal eine Runde drehen. Ey, auf jeden Fall drehen wir Ja, eine Runde. gerne. Das ist innen wahrscheinlich nicht so laut wie außen. Doch, Ja? doch, du bist danach taub. Also Ja? wenn ich nach Hause komme, schreie ich immer so ein bisschen. Und dann sagen die Kinder, Mama, du schreist schon wieder. Und ich so, ja, es ist halt laut, auch innen drin, ja. Ich habe jetzt gesehen, bei dir steht Ja. einmal Moselbienchen drauf. Ja. Warum denn Moselbienchen? So haben wir uns genannt, weil Ja. wir an der Mosel sind. Ja. Und Ach, weil, und Ape heißt ja italienisch genau, wie Biene. schlau, ne? Ah, okay. Okay. Ja. Das fällt mir jetzt auf. Und ganz unterschiedliche Modelle. Und ihr habt auf jeden Fall auf ein paar steht auch drauf Nestwärme. Was bedeutet Nestwärme? Nestwärme ist in Trier unser Kinderhospiz. Das heißt, das ist nicht nur in Trier, das ist ja deutschlandweit bis Österreich. Ja, da haben wir am Anfang, als ich die Ape hatte, war ich mehr oder weniger alleine unterwegs und habe aber gemerkt, wie die Leute reagieren. Und dann waren plötzlich 3, 4 mit mir unterwegs und dann kriegen die alle so einen Strahlen und mir fallen auf. Ja. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir doch was draus machen. Und seitdem machen wir aufmerksam auf die Nestwärme. Aufs Kinderhospiz oben, was neu gebaut wird, auf dem Petrusberg, sammeln Spenden, ja. Was bedeutet denn die Mosel als Fluss für euch, als Moselbienchen? Die Mosel ist alles. An der Mosel trifft man sich rechts, links, vorne, hinten. Die Mosel ist alles. Da kommt die aus dem Saarland, da kommen die aus der Eifel. Die Mosel ist Treffpunkt für alle. Ja, Ja. hohe Lebensqualität auch, ne? Auch, ja. Bist du mal den Moselsteig auch gewandert? Nein, Nee? nein, ich bin ehrlich, nein. Ich fahre ihn. Genau. Ja, ich fahre Da ihn. komm-st du nicht überall durch, aber Ja, okay. ja, das ist halt immer ein Abenteuer. Immer ein, sie hat gerade gesagt, ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Das ist lustig. Das ist ein Abenteuer. Oh Gott, ist das eng. Ja, du mit deinem Rucksack. Oh, kriegen wir hin. Ja. So. So. Der nächste Tag führt uns entlang beeindruckender Felsenkliffs und waldiger Höhen von Kästen nach Bernkastel-Kues. Der Moselschiefer ist hier allgegenwärtig und erinnert daran, dass der steinige Boden ideal für den Wein ist. Bei Brauneberg wechselt der Moselsteig auf die andere Moselseite. Kurz vor Bernkastel-Kues finden wir den besinnlichen Kreuzweg der St. Anna-Kapelle. Sie erinnern sich an unser Thema. Ja. Und so ein Mosaik ist ja im Grunde auch nur ein Bild mit vielen kleinen 1000 Steinchen. Und diese Steine hier, die kann man auch immer wieder am Moselsteig finden. Nur 200 Meter von der Kapelle entfernt steht die Burgruine Landshut. Erbaut wurde sie Ende des 13. Jahrhunderts auf den Fundamenten eines spätrömischen Kastells. Sie bietet einen großartigen Ausblick auf die nächste große Moselschleife und Bernkastel-Kues. Kleiner Tipp von mir noch, wenn Sie mal im Burgrestaurant der Burg Landshut essen wollen, reservieren Sie unbedingt einen Platz am Fenster. Von dort haben Sie nämlich einen sensationellen Ausblick aufs ganze Moseltal.
Bernkastel-Kues ist ein architektonisches Kleinod an der Mosel. Wunderbare Fachwerkhäuser liegen rund um den berühmten Marktplatz mit dem Michaelsbrunnen und dem Rathaus. Das Spitzhäuschen in Bernkastel-Kues ist ein super Fotomotiv und war auch schon in Harry Potter zu sehen. Als das Haus des Zauberstabmachers Gregorowitsch. Allerdings war es nur 2 Sekunden im Film, aber es hat das Häuschen natürlich deutlich bekannter gemacht. Hallo, Mora. Hoffentlich ein zauberhaft guter Tropfen, Peter. Grüß dich. Prost. Der schmeckt mir. Wie habt ihr denn damals erfahren, dass euer Haus in Harry Potter zu sehen war? Also eigentlich durchs Internet. Ja? Also irgendein Holländer, der muss das recherchiert haben in langer Kleinarbeit. Und dann war es tatsächlich bestätigt worden, dass dieses Haus hier bei Harry Potter dann auch eine kleine Rolle gespielt hat. Genau. Welche Auswirkungen hatte das? Also sind die Leute dann zu euch gekommen und gesagt, ja, das ist das Harry Ja, Potter ja, Haus? das kam dann schon oft vor, da im Sommer halt. Ne? Also direkt unmittelbar danach, ja. Ist das gut für euch oder nervt es ein bisschen? Ja, also nerven tut's nicht, aber ich sag mal, bemerkbar machen geschäftlich tut es sich auch nicht. Ne? Okay, aber es ist eine nette Geschichte. Muss man Ja, sagen, oder? also ich sag mal, zur Bekanntmachung des Ortes und des Hauses ist es schon eine nette Sache, auf jeden Fall. Ja. Und ihr habt jetzt hier einfach eine Weinstube drin? Genau, also meine Familie und ich, wir betreiben ein Weingut, also das mittlerweile auch schon 200 und mehr Jahre uns gehört, der Familie. Und die Weinstube hier oder das Haus, das haben wir seit 1970 in der Familie und seit 71 ist Weinstube. Jetzt als Winzer arbeitet ihr ja an der Mosel, ne? Ja, Und ja. was bedeutet die Mosel denn für dich? Die Mosel ist schon Heimat. Also die Mosel, überhaupt Wasser, das ist schon was Anziehendes. Ne? Und im Gegensatz zum Rhein, der ja doch sehr breit ist und ein bisschen anonymer, die Mosel ist heimisch. Und da fühlt man sich anders irgendwie. Ne? Da fühlt man sich geborgener. Und es ist charmanter wahrscheinlich auch so ein bisschen. Auch, ne? ja. Okay. Auf die Mosel. Auf die Mosel. Tag 3 unserer Wanderung beginnt mit einem weiteren Abstecher vom Moselsteig. Ich fühle mich fit heute und deswegen mache ich einen kleinen Seitensprung. Das hört sich jetzt wilder an, als es eigentlich ist. Es gibt hier am Moselsteig abwechslungsreiche Wanderungen, die in die angrenzenden Mittelgebirge führen. Das sind die sogenannten Seitensprünge. Und einer, der startet hier, das ist der Bernkastler Bärensteig hier direkt am Jesuskreuz. Und der führt Richtung Hunsrück. Von Bernkastel-Kues geht es heute bis Ürzig. Der Name Bärensteig kommt übrigens nicht von irgendwo. Laut einer alten Sage leitet sich der Name Bernkastel von Bärenkessel ab. Angeblich soll der damalige Trierer Erzbischof hier eine Begegnung mit einem Bären gehabt haben. Auf dem Bärensteig habe ich eine meiner nächsten Zufallsbegegnungen, die das Wandern ja oft so schön machen. Zwei Wanderer. Servus. Das stimmt. Ihr kommt aber aus der Richtung jetzt, ne? Ja, genau. Also seid ihr den gleichen Weg? Ich bin jetzt hier den Bärensteig lang. Wir laufen auch den Bärensteig. Von der anderen Richtung wahrscheinlich. Ohne Proviant, mit Jeans. Ein bisschen Wasser haben wir dabei. Ist das so einfach? Für Anfänger wahrscheinlich noch geeignet. Deswegen haben wir uns auch für den Bärensteig entschieden. Seid ihr im Urlaub hier oder was macht ihr? Genau. Ja, Wir sind genau. eine Woche im Urlaub an der Mosel. Wo kommt ihr eigentlich her? Aus dem Niedersachsen. Emsland. Aus Holländische Niedersachsen. Grenze. Genau. Genau. Ach was, jetzt hier mal richtig mal Berge genießen, hoch, Richtig. Was runter. anderes als Flachland. Wie gefällt's euch hier? Bisher sehr gut. Das ist erst der zweite Tag. Haben gesagt, heute bei dem Wetter gehen wir mal ein bisschen wandern. Genau. Das heißt, ihr bleibt eine ganze Woche hier und erkundet die Gegend und wohnt in Bernkastel-Kues. Ja. oder? Genau, im Hotel. Bis Ja. Freitag. Und dann geht's wieder Richtung Heimat.
Cool. Und warum habt ihr euch für einen Hunsrück entschieden hier, für die Mosel? Wir wollten einfach mal eine Woche raus, nicht so weit weg, nicht fliegen. Und an der Mosel waren wir noch nicht so. Und deswegen haben wir gedacht, ist nicht so weit, kann man mal machen für eine Woche. Ja. Bestes Wetter. Wie ist euer erster Eindruck so von der Gegend? Sehr schön. Sehr schön. Wir haben noch keine Weinprobe gemacht, das steht auch noch auf unserer To-Do. Das ist aber ja, heute noch. Ja, genau. Aber wir haben ja auch noch ein paar Tage Zeit. Ja, cool. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Entdecken der Landschaft. Danke. Macht's gut. Auch. Ciao. Verlauft euch nicht. Machen wir nicht. Bevor wir wieder auf den Moselsteig zurückkehren, bin ich mit einem Mann verabredet, der hier schon seit Jahrzehnten ein alternatives Leben führt. Schon mal kein Strom. Hallo Friedmund. Hallo. Grüß dich. Das ist ja urig hier. Ja, Sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben tatsächlich. Aha. Wie lange lebst du schon hier? Seit 35 Jahren mittlerweile. Echt? Und alles sehr, ich sag mal, basic würde man jetzt irgendwie so sagen. Also du hast keinen Strom, kein Wasser? Ja, also wir haben eine Quelle, aber haben keinen Wasserleitungsanschluss. Ja. Das ist also wirklich so bewusst eine Entschleunigung oder so dieses einfache Ja, Leben? ja. Was ist der Grund, warum du hierher gezogen bist? Ich habe immer so leben wollen. Also schon als 13-Jähriger war es eigentlich sehr klar, dass ich so leben will. Und ich habe natürlich damals noch nicht gewusst, wie das geht, aber das kam dann so mit der Zeit. Seid ihr Aussteiger, kann man das so sagen? Oder wie bezeichnet ihr euch selber? Ich empfinde mich selber eher als Einsteiger denn als Aussteiger. Denn aus meiner Position ist das hier das richtige Leben. Und das, was die Leute in den Städten machen, das ist ein böser Traum. Wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Also du stehst dann morgens auf, wahrscheinlich auch sehr früh, ne, weil es hell wird. Ja, wenn es hell wird, ja. Und dann kochst du dir was, aber dann musst du erstmal den Ofen warm machen. Ja klar, der Ofen muss befeuert werden. Und ja, dann irgendwann gibt es Frühstück. Dann danach kommt natürlich sehr aufs Wetter an. Also bei so einem Sonnenwetter wie jetzt machen wir natürlich ganz viel im Garten. Also Und das heißt, du baust Samen an. Ist das, wovon Ja. du hier lebst? davon lebe ich hier, ja. Ich ziehe die Pflanzen, also hauptsächlich Gemüse und Kräuter, ziehe ich erstmal so groß und lasse dann in Blüte gehen und Samen machen, um nachher die Samen zu ernten. Wo baust du das dann an? Hier direkt im Garten? Ja, also ich habe hier einige Flächen ringsum. Kannst du es mir mal zeigen? Ja, Das ist also euer Feld jetzt hier. ja, ja. Hier ist eine der wichtigen Vermehrungsflächen. Auf dem Streifen, wo wir jetzt stehen, hat vor einigen Jahren ein Hunsrücker Schnittmangold gestanden. Und da sind einige Exemplare wiedergekommen. Von daher kann ich jetzt hier mal einen vorführen. Das ist Mangold. Kann man den so essen? Den kann man essen wie Spinat, ja. Dieser hier ist eine alte Landsorte aus dem Hunsrück, der nahezu unbegrenzt winterhart ist. Also das ist irgendwie auch deine Aufgabe, zu sagen, ne, Ja, du nimmst dir Samen oder seltene Sorten, Ja, vermehrst die und verkaufst dann die Samen wieder. ja. Es sind in den letzten Jahrzehnten so viele Sorten verschwunden, das ist sehr traurig. Und von daher bin ich sehr froh, dass ich diese Sorte hier gefunden habe und dass die jetzt hier bei mir in sicheren Händen ist. Schon beeindruckend, wie wenig man dann doch zum Leben braucht. Und von unserem Seitensprung geht es jetzt wieder zurück auf den Moselsteig. Vor uns liegen nun wunderbare Aussichten und eine entspannte Wanderung Richtung Zeltigen-Rachtich.
Das ist etwas, was unbedingt sein muss beim Wandern. Einkehren in eine urige Waldschenke und dann noch mit der herrlichen Aussicht. Prost. Sonnenuhren haben in Wehlen eine besondere Bedeutung. Die hier stammt von 1842 und ist eine der bekanntesten an der Mosel. Wer Lust und Zeit hat, sollte an dieser Stelle die Mosel queren und durch das Örtchen Wehlen wandern. Denn die Wehlener wollen zum Ort der 100 Sonnenuhren werden. Und viele fehlen nicht mehr dafür. So, und jetzt haben wir uns etwas ganz Besonderes zum Trinken verdient. Nein, diesmal keinen schlotzigen Moselriesling. Jetzt gibt es ein zünftiges Bier aus der Klosterbrauerei Machern. Michael. Hallo. Es dampft und riecht schon so schön. Ja, wir haben gebraut, ja. Und da riecht es angenehm nach Malz und Hopfen. Und, ja. Was machst du so für Biere? Welche Sorten? Also wir machen so traditionelle Klosterbiere, ein helles, ein dunkles und ein Weizenbier. Und dann je nach Saison dann noch verschiedene Bierspezialitäten. Ich habe mal gelesen, dass man früher auch Steine benutzt hat, um Bier zu brauen. Wie hat denn das funktioniert? Ja, also früher, also ich sage es mal im Mittelalter, waren diese Kessel nicht aus Metall, sondern aus Holz. Und da konnte man direkt unter drunter kein Feuer machen, wäre schlecht. Und da hat man dann Steine erhitzt und hat die dann in die Würze eingetaucht, damit das Bier kocht. Also der Stein gibt auch einen Geschmack ab. Ja. Und dann kocht es auch nicht so schön wie bei uns, ja, sondern das kocht eigentlich auch nur um den Stein rum. Und dann karamellisiert auch viel um den Stein. Also es ist eigentlich mal eine gute Idee für uns. Ja, mach doch mal. Genau, können wir mal ausprobieren. Ja. Ja. Was ist dir wichtig beim Bierbrauen, bei deinen Bieren? Ja, also dass die Biere sehr süffig sind. Ja. Dass man sich nicht irgendwie stark gehopfte Biere, wo man sich dann quälen muss, bis man das unter hat. Also es soll halt laufen. Ja. Ja. Und es ist dann natürlich handgemacht eher, ne? Also ihr macht jetzt nicht die Riesenmenge wie, weiß ich, Becks und Bitburger? Nee. Also wir haben hier auch nur 1000 Liter pro Sud und machen auch 5 Sude in der Woche. Mehr können wir nicht. Also und ja. Lass mal probieren, Gil. Jawohl, ja? Können wir gerne. Das schönste Teil des Tages, würde ich mal sagen, Michael. Klingt auch gut. Das haben wir uns verdient. Ja. Trinkst du auch mit? Ich trinke natürlich, trinke ich auch mit. Das ist jetzt das Helle, ne? Das ist Helle. Genau, ist naturtrüb. Das ist wie das, was man jetzt so zum Beispiel Zwickel nennt. Das ist so ähnlich. Genau, das Zwickelbier. Ja. Prost. Zum Wohl. So ein süffiges Klosterbier. Genau. Nicht so stark gehopft. Ja. Würzig im Geschmack. Das passt ja auch dann so geschmacklich, ne? Gewölbekeller, ein bisschen urig, ne? Ja, genau. Ja. Und in welcher Situation trinkst du das jetzt am liebsten? Ja, zu jeder. Also, Morgens also da haben wir keine... Nee. Aber so sommerlich, es ist ein bisschen leichter jetzt wahrscheinlich als das Dunkle oder das Weizen. Genau, ist leichter, ja, süffiger. Was ist der Unterschied dann zum Dunklen? Das Dunkle ist halt sehr intensiv, malzaromatisch. Ja, wird mit dunklem Malz gebraut. Dann probieren wir das auch noch. Wir das auch, ne? Zum Wohl. Prosit. Ah, das ist jetzt so richtig vollmundig, würzig. Genau. Leicht süßlich. Ja. Aber das ist gut. Aber nicht zu süß. Nee. Weil wenn zu süß, dann macht es satt. Und Ja, dann, das willst du nicht, gell? Du willst ja, dass die Leute mehr dass trinken. die weiter trinken, ja. Und zum Glück habe ich noch Platz in meinem Rucksack. Ah. Dann nehme ich mir was mit.
Vom schönen Kloster Machern geht's aufs letzte Teilstück für heute. Knapp 4 Kilometer bis in den weltbekannten Weinort Ürzig mit seiner idyllischen Moselschleife. Mir tun die Füße weh, reicht auch langsam für heute. Die Etappe war lang und sie endet hier an der imposanten Hochmoselbrücke und an einer weiteren Moselschleife. Unsere nächste Etappe führt von Ürzig in die Jugendstilstadt Traben-Trarbach. Ab Ürzig, da werden die Moselhänge immer steiler. Das bedeutet natürlich für die Winzer mühsamere Arbeit, aber es gibt auch spektakuläre Aussichten für uns. Gerade wenn man morgens ganz früh losgeht, dann hängt hier noch der Nebel drin. Wir erreichen den nächsten berühmten Weinort an der Mosel, Kröv. Bekannt ist hier vor allem der Kröfer Nacktarsch. Angeblich heißt diese besondere Weinlage so, weil einst ein Kellermeister 2 Jungs den nackten Hintern versohlt hat, nachdem sie Wein aus seinen Fässern stibitzt haben. Wahrscheinlich kommt es aber aus dem keltischen Nakas, was so viel heißt wie felsige Höhen. Also auch hier wieder unser Steinthema. Unser nächstes Ziel, die ehemalige Festung Mont-Royal. Kleiner Tipp, machen Sie es wie ich und treffen Sie einen Stadtführer, denn erst mit dessen Wissen erschließt sich die ganze Geschichte dieser einzigartigen Festungsanlage. Hallo Günther. Hallo. Grüß dich. Servus. Also wenn man es nicht weiß, dass hier eine Festung ist, dann entdeckt man die kaum, ne? Also es ist gar nicht so gut zu sehen. Ja, man muss schon ab und zu mal nachgucken. Das war eine riesige Festung, eine französische Festung hier oben. So Ende 17. Jahrhundert erbaut und die ist eigentlich riesig groß. Das, was wir gerade sehen, ist ja wirklich minimal. Die Festung ist 1,5 Kilometer lang. 1,5 Kilometer? 1,5 Kilometer lang. Und jetzt überall Brombeer drüber und Bäume? Ja, leider eigentlich, weil es jetzt zerstört wurde natürlich nach 10 Jahren gleich wieder. Von den Franzosen selber. Die Franzosen haben die ja gebaut hier. Die Franzosen haben sie gebaut, aber selber wieder zerstört. Ja, weil sie nicht so diese Bedeutung erlangt hat, weil sie auch im Prinzip 100 Kilometer im Feindesland war, diese Festung. Ja. Und deswegen sehen wir auch so wenig eigentlich von dieser Festung. Man muss schon genau gucken und oft ist es auch ganz versteckt. Und wer hat die bauen lassen oder gebaut? Auftraggeber war Ludwig XIV. Der Sonnenkönig? Der Sonnenkönig, genau. Der saß da und hat dann gesagt, ach, das ist ein wunderbarer Stützpunkt, damit ich mich an den Rhein ausdehnen kann natürlich auch. Entworfen und geplant hat sie Sebastian Vauban und gebaut hat sie die Bevölkerung von hier mit Frondiensten natürlich und Wanderspezialisten, die hierher gekommen sind. So wie ich? Ja, genau. Ich könnte jetzt auch mitbauen hier wieder. Also wenn wir sie wieder aufbauen wollten, dann wäre ich jetzt da. Ja, super. Hast du einen Spaten dabei? Nee, leider nicht. Was wir natürlich auch brauchen, ist unwahrscheinlich viele Steine aus der Umgebung. Und dann setzen wir uns auf einen Ochsenkahn und bringen dann die Steine hier hoch. So hat man das früher gemacht. Ja. Und du kennst dich hier richtig gut aus und kannst mir eine Führung geben? Ich kann dir eine Führung geben. In welches Loch gehen wir denn? Wir gehen hier rein direkt. Da rein? Ja, da um die Ecke oder was? Ja, du musst dich nicht bücken, keine Sorge. Ja, okay, auf geht's. Gut. Sieht aus wie Schießscharten überall, gell? Ja, hier sind sie zugerutscht. Und der ist aber richtig lang. Wie lang ist der Gang? Ja, über 20 Meter ist er lang. Ich habe ihn noch nie nachgemessen. Ja. Ja, ich will dir ganz kurz mal zeigen. Ja. Erstmal schaut sie völlig verrückt aus, die Festung. Du bist praktisch von da oben gekommen. Wir haben uns dieses Tor angeschaut mit der Zugbrücke hier. Wir waren hier an der Geschützstellung. Und jetzt sind wir an diesem Westbollturm. Einfach so Unterteilungen innerhalb dieser langen Mauer hier. Und da können wir durchlaufen. Gut, sieht gigantisch aus, auf jeden Fall.
drüben auf der anderen Seite gibt es genau das Gleiche nochmal. Wir müssen nach links. Ja. Also eine kleine Taschenlampe lohnt sich immer ein bisschen mitzunehmen. Das ist schon eine gewaltige Anlage. Und welche strategische Bedeutung hatte jetzt diese ganze Festung für die Franzosen? Die strategische Bedeutung hat sie nicht erlangt eigentlich. Man hat den Schiffsverkehr kontrolliert, unten an der Mosel natürlich, mit Ketten, was ja überall ganz normal war. Also eine riesige Anlage hier oben, aber die hat man dann wieder aufgegeben im Prinzip. Ja. Sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall und wirklich auch echt interessant. Danke dir, ja. Günther. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und, genau. In einem dunklen Gang irgendwo. In einem dunklen Gang entdeckt man mich immer. Genau. Mach's gut. Tschüss. Nach diesem spannenden Ausflug in die Geschichte folgen wir dem Moselsteig hinunter ins Tal nach Traben-Trarbach, dem vermutlich bekanntesten Weinort an der Mosel. Ich habe mein Ziel für heute erreicht. Traben-Trarbach, wirklich eine wunderschöne Stadt mit vielen Jugendstilvillen direkt am Moselufer. Und Traben-Trarbach war früher neben Bordeaux die wichtigste Weinhandelsstadt in Europa. Und ich genieße jetzt noch ein bisschen das Frühlingswetter. Tag 5 unserer Wanderwoche und der startet hier in Traben-Trarbach am Brückentor. Das ist die Etappe 13 des Moselsteigs und jetzt geht's steil nach oben, 150 Höhenmeter zur Burgruine Grevenburg. Von Traben-Trarbach geht's via Enkirch nach Rhein. Man kann entweder die Serpentinen laufen, die sind deutlich flacher, oder man nimmt den kurzen Weg, der ist schön steil. Die sogenannte Franzosentreppe hat mehr als 130 Stufen. Ist auf jeden Fall was für Genießer. Ja, viel ist nicht mehr übrig von der Grevenburg, aber die Aussicht ist den beschwerlichen Aufstieg allemal wert. Das Franzosensteig-Fitnessprogramm geht hier hinter der Burg noch weiter. Auf geht's ins sogenannte Hohlefass. Bei Starkenburg lösen wir dann endlich das Geheimnis der sogenannten Wandersteine, die uns schon das ein oder andere Mal auf dieser Tour begegnet sind. Ach, schau mal, guck mal, wie schön. Ich glaube, wir werden in Starkenburg schon erwartet. Cool. Ah, von dir sind die Steine. Hallo. Ja, wie funktioniert das System denn jetzt? Also ich komme hier vorbei und darf einen mitnehmen? Ja, entweder einen mitnehmen oder es kommen auch vorbei, die selbst Steine dabei haben. Die legen einen hin und tauschen ihn und nehmen einen mit. Und irgendwo in einer schönen Örtlichkeit werden die wieder ausgelegt. Mittlerweile sind die Steine schon weltweit unterwegs. Echt? Ja, waren oben am Polarkreis, waren wir schon in der Antarktis, Nepal über 4000 Meter hoch. Ich hatte schon mal einen mitgetragen auf dem Gletscher in Wallis. Also überall haben sich die Steine wieder zurückgemeldet. Wie? Per WhatsApp, Facebook? Auf der Rückseite steht eine
E-Mail-Adresse drauf oder eine Webseite. Und dann schicken die ein Foto und schreiben kurz einen Text. Und ich stelle die dann auf einer Webseite wieder ein. Darf ich mir was mitnehmen? Klar. Gleich? Boah, den finde ich besonders schön. Sehr gut. Danke dir, Hans-Werner. Bitte. Viel Spaß beim Wandern. Danke. Cool. Ja, vielen Dank. Dass die Moselaner kunstbegeistert sind, erfahren wir auch in Enkirch, unserem nächsten Zwischenziel. Dort treffen wir nun einen wahren Musikliebhaber. So. Danke, Tom. Dann werde ich mal das Feuer zwischen uns entzünden. Okay. Wann hast du denn zum ersten Mal gebrannt für Musik? Das war ein Festival auf dem Hunsrück, wo ich hingewandert bin mit meinem Vater, eigentlich um die Burg Waldeck zu besuchen. Und das war dann prägend. Das so Live-Musik. Ich bin dann immer, sobald irgendwelche Bands in Zell und Umgebung aufgetreten sind, musste ich dahin. Da durfte ich noch gar nicht rein, bin mit dem großen Bruder dahin. Okay, und seit wann gibt es diese Musikkneipe hier? Die hier gibt es seit 98. Okay, also auch schon ordentlich. Ja. Und stehst du dann jeden Tag oder jeden Abend hinter der Theke? Nee, inzwischen nur noch donnerstags und für Veranstaltungen. Und die Einrichtung ist alles selber? Alles gesammelt. Hier reingetragen, hingenagelt? Alles, ja, alles selber gesammelt. Das sind über 100 Instrumente hier. Ich habe gesehen, heute ist eine Band aus München da. Wie finanzierst du die denn? Die spielen auf Food. Echt? Also die gehen danach rum? Nachher geht jemand rund und sammelt Geld für die Musiker. Ja, und wie kommst du an die Bands? Melden die sich selber oder schreibst du die an? Die melden sich bei mir. Ja? Ja. Und was hast du da für Bands da? Was spielen die? Also Rockmusik wahrscheinlich? Oder? Blues, Jazz, Rock, alles. Folk, Liedermacher. Wo kommen die alle her so? Viele aus Amerika, aus Kuba, aus aller Welt haben wir Musiker aus Australien, Neuseeland. Also das spricht sich bei Musikern rund, die sind auf Tour und dann erfahren sie, beim Tom ist eine schöne Atmosphäre, da kommt Stimmung auf und spielen sie dann hier. Your room, your wife, and you're always just perfectly fine. You can feel the pain inside, but there's no one to hold you tight. And all you have, you're the one. Beschwingt von solch guter handgemachter Musik machen wir uns auf die letzten Kilometer unserer Tour. Über Burg geht's nach Reil. Hier in Reil endet unser Ausflug an den Moselsteig. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Und die Landschaft, ich sag mal, atemberaubend. Ich komme garantiert wieder hierher und mache noch ein paar weitere Etappen am Moselsteig. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei bei unserer Expedition in die Heimat.